Hallo Freunde. Die Stille im Haus war ohrenbetäubend. Es war ein Jahr her, seit Bens geliebter Schäferhund Max die Regenbogenbrücke überquert hatte. Das Haus fühlte sich leer an, die Stille war schwer vom Echo von Max' spielerischem Bellen und dem rhythmischen Klopfen seines Schwanzes gegen den Boden. In dieser Zeit der Trauer fühlte sich Ben von einem kleinen, flauschigen Kätzchen im örtlichen Tierheim angezogen. Er nannte sie Kupkake, eine Anspielung auf ihr süßes, zuckerweiches Fell. Kupkake schien jedoch das Gewicht des Verlustes, den Ben trug, nicht zu verstehen. Sie war jung, verspielt und völlig blind für die unausgesprochene Trauer, die das Haus durchdrang. Ben fand jedoch Trost in ihrer Gegenwart. Ihr Schnurren, das leise Rascheln ihrer Krallen, während sie erkundete, die Art, wie sie sich auf seinem Schoß zusammenrollte, füllten die Leere, die Max hinterlassen hatte. Dann brachte Ben eines Tages einen Welpen mit nach Hause. Ein Leonberger Welpe, um genau zu sein. Ein Berg aus Fell und verspielter Energie, der Welpe Lewa war ein Wirbelwind der Freude. Ben hatte ihn in der Hoffnung auf einen pelzigen Begleiter ausgewählt, der ihm bei der Heilung half. Aber als Lewa ins Haus sprang, raste Kupkake, der in einem Sonnenstrahl ein Nickerchen gemacht hatte, entsetzt davon. Lewa war voller Enthusiasmus und unbeholfener Spielversuche. Kupkake sah ihn jedoch als monströses, ungeschicktes Biest an. Sie zischte, wölbte den Rücken und suchte Zuflucht an den höchsten, unzugänglichsten Stellen im Haus. Lewa, jung und ahnungslos, beharrte darauf, sehr zu Kupkakes wachsender Verzweiflung. Er würde versuchen, sie mit seiner Nase zu stupsen, ihr Gesicht zu lecken und natürlich zu versuchen, mit ihrem Schwanz zu spielen, was sie in Raserei versetzte. Ben, in der Mitte gefangen, versuchte zu vermitteln. Er versuchte, Lewa mit Spielzeug zu beschäftigen, gab Kupkake sichere Räume, aber es fühlte sich wie eine unmögliche Aufgabe an. Seine Hoffnung auf ein freudiges Wiedersehen mit einem neuen pelzigen Freund schwand. Eines Abends, nach einem besonders stressigen Tag, lag Ben zusammengerollt auf der Couch, Kupkake schmiegte sich in seinen Schoß, Lewa breitete sich zu seinen Füßen aus. Er seufzte und Müdigkeit setzte sich in seinen Knochen fest. Plötzlich hörte er ein leises Miauen. Kupkake stand auf dem Couchtisch und scharrte an einer versiegelten Tüte mit Katzenleckereien. Lewa, der geschlafen hatte, spitzte die Ohren und sprang dann mit einer für seine Größe überraschenden Beweglichkeit auf, schnappte sich die Tasche und ließ sie Kupkake zu Füßen fallen. Ben sah ehrfürchtig zu, wie Lewa geduldig da saß und mit dem Schwanz wedelte, während Kupkake mit vor Überraschung weit aufgerissenen Augen vorsichtig die Tasche mit seinen Krallen aufriss. Die Katze sah Lewa zum ersten Mal mit Respekt an, einem zaghaften Nicken der Anerkennung. Von diesem Tag an änderte sich die Dynamik im Haus. Lewa und Kupkake teilten nicht nur den Raum, sie teilten das Leben. Sie würden zusammen schlafen, Lewas große Form umhüllte den Kupkake in einer beruhigenden Umarmung. Lewa lernte, die Katzenleckerli-Beutel für Kupkakes zu öffnen und holte vorsichtig seine Lieblingsspielzeuge. Kupkake wiederum erlaubte Lewa, sein Fell zu pflegen, sein Schnurren ein leises Grollen gegen das dicke Fell des Hundes. Sie fingen sogar an, Ben zusammen aufzuwecken, eine Symphonie aus Miauen und Jammern, um den Beginn eines neuen Tages anzukündigen.